So, hallo Freunde. Heute ist ein schöner Tag. Nicht nur, dass es draußen weit über 30 Grad hat, sondern ich habe auch wieder ein Paket bekommen von meinem Lieblingsversender GoGun.de. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Wobei, ihr werdet es ja eh schon wissen, weil das steht ja im Titel des Videos. Also es geht um die neue Limited Edition des sogenannten Pocket Ulfbert, einem exklusiven Messer, designt von Jörg Sprache, das es insgesamt, genau 2000 Mal geben wird. Und hier sehen wir jetzt schon die Verpackung oder die Box für das Messer. Also relativ edel gemacht hier. GoGun steht groß in der Mitte und unten rechts ist die Unterschrift von Jörg Sprache. Schauen, ob man das hier sehen. Ja, hier glitzert es schön. Jörg Sprache. Machen wir das Ganze mal auf. Hier mit einem Klebepunkt. Das Ganze geht es hier auf, also sind Magneten. Naja, und dann ist das Ganze hier mit so einem Trockenmittel versehen und das Messer selber in noch so eine Folie drin. Holen wir es mal raus. Ganz schön schwer. Und das hier die edle Box mit dem Magnetverschluss. Also klappt schön zu, also das ist ganz angenehm für den Sammler. Da kann er das schön aufheben. Dann haben wir das Messer hier in so einer Tüte drin. Ja, das ist schon ein ganz schöner Brocken, aber es soll ja jetzt auch kein verzerrtes Taschenmesserchen sein, sondern es soll ja ein Taschenschwert sein. Für den modernen Wikinger von heute. Also ganz schön dickes Material. Jörg Sprache hat ja erzählt, dass die ersten Versionen hier noch mit wesentlich dünneren Metall auskamen. Und er das dann wollte, dass das wirklich noch deutlich massiver wird. Und das merkt man jetzt. Also das ist jetzt wieder ein Messer, richtigen Jörg Sprache-Style. Also ein Messerhersteller hätte das wahrscheinlich nie so in dieser Brutalität gefertigt, wenn er jetzt nicht ein Jörg Sprache im Hintergrund gewesen wäre, der gesagt hat, ich möchte das so. Ich möchte ein Taschenschwert. Und das Gewicht spielt keine Rolle für mich. Naja, und der Griff ist natürlich wirklich richtig geil hier. Also passt hier ganz gut. Sitzt, kann nicht verrutschen. Die Griffschalen sind auch sehr griffig. Dann haben wir hier so einen Liner-Lock. Auch aus relativ dickem Material gearbeitet. Den Clip haben wir hinten noch dran. Und dann haben wir hier diese zwei quasi Parierelemente, die dann auch zum Aufklappen dienen. Wenn man das noch ein bisschen übt, klappt das bestimmt auch dann besser irgendwann. Ein bisschen flüssiger als jetzt gerade eben. Also so mit Sicherheit nicht, sondern so klappt das Ganze. Ein bisschen Schwung und dann ist das Ding 0, nix ausgeklappt. Nochmal, zack, wunderbar. Also das ist ein richtiges Gerät. Schauen wir mal, wie scharf es ist. Dazu kann man jetzt mal die Rechnung gut gebrauchen. Erstmal gucken, wo die scharfe Seite ist. Nur eine scharfe Seite. Okay, durch. Ganz sauber. Naja, also für ein Schwert ist das mehr als ausreichend. Naja, und Jörg hat ja gemeint, dass einer der ersten Prototypen bei seinem brutalen Hacktest quasi versagt hätte, weil es dann ein bisschen locker geworden ist. Wollen wir das gleich mal testen. Ich nehme jetzt hier den ultimativen Herausforderer für ein Hackmesser, das Krama. Na, schauen wir mal, ob das Ulfbert genauso gut hackt wie das Krama.
Also wenn es das machen würde, wäre es schon eine Sensation. Also ich nehme ja mal so ein kleines Holzteil, kann jetzt hier nicht voll drauf ballern, aber mal so ein bisschen. Also hier das Kramer geht da schon ganz gut rein. Also wenn ich da jetzt noch dreimal richtig drauf hauen würde, wäre der Stock auch durch. Nochmal. Also das ist jetzt hier so, was Kramer schafft mit mittlerer Kraft. Jetzt nehmen wir mal den Ulfbert. Das ist schön als Hackmesser, weil man es schön am Bommel hinten halten kann und dann auch gut Schwung drauf kriegt. So. Boah. Ist jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Das ist ja gar nicht schlechter als beim Kramer, muss man sagen. Mal gleich nochmal. Also dafür, dass das jetzt ein Taschenmesser ist, muss ich sagen, bin ich jetzt gerade etwas beeindruckt. Also ich habe jetzt versucht, ungefähr genauso heftig drauf zu hauen wie mit dem Kramer. Und ich komme da mindestens genauso tief rein ins Holz. Das muss ich sagen, ist schon beeindruckend. Hier mit dem Kramer wieder. Ein paar Zentimeter rein. Ja, den Ulfbert, den kann man halt schön da hinten so am Bommel nehmen, wenn ich wirklich hacken will. Und bekomme da wirklich ganz schön beeindruckende Ergebnisse, muss ich sagen. Also man muss fast sagen, das Messer wird somit fast interessant für die ganzen Survival-Experten. Also zum Beispiel Reini Rossmann wäre da mal ein Kandidat für, der das mal testen könnte. Der hackt ja auch immer gern mit seinen Messern. Also das ist relativ beeindruckend, was das schon mal anging. Es ist super scharf und man kann wirklich hacken damit. Also das kann man wohl mit den allerwenigsten Taschenmessern. Also wie geht das hier wieder rein? Ja, Intelligenztest. Rum. Alles klar. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.